Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir sind Stufe 347, fast 48, denn ich muss euch was zeigen. Wir haben einige Gegner besiegt und ja, jetzt kann ich erstmal soweit sagen, sind wir ja durch mit den Dungeons. Viel mehr geht nachher hier nicht mehr in der Lichtwelt, ist soweit, ja, also hier sind alles Chancen, die sind so auf 0,10, 0,05 teilweise, ne? Im Wirbelwind stehe ich hier vor der größten Bremse, die es überhaupt gibt im Wirbelwind. Das ist hier der Graughoul. Ja, wenn der fallen würde, dann würden nochmal einige Wirbelwind-Etagen gleich noch hinterher fallen. Und da würden wir nochmal ordentlich einen Boost bekommen. Aber der ist momentan echt nicht drin. Dafür haben wir sehr viele andere Gegner besiegt. Hier unter anderem ja, einen Hermoridor. Einmal den Souffleur Spaltzunge, den haben wir hier zur Strecke gebracht, ja, das war noch einer der leichteren Gegner. Dann Samovar der Bleiche, war auch noch relativ easy eigentlich, ne? Das ist hier ein Assassine, so wie es aussieht, ja. Die haben immer sehr komische Waffen hier, immer Magierwaffen haben die Assassinen irgendwie komischerweise, ja. Naja, auf jeden Fall haben wir den auch besiegt nach ein paar Versuchen. Also ich bin ehrlich, ich habe auch ein paar Pilze dafür gebraucht, so, ne? Und ja, genau weiß ich jetzt aber nicht, wie viele. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir so viele Pilze wirklich in die Minen-Skips und alles gelegt haben, so, ne, und ja, unser neues Equipment, dann müssen wir davon jetzt auch ein bisschen profitieren, leveltechnisch. Und das haben wir gemacht, ja. Hanna, die Höllische, haben wir auch besiegt direkt, ja, im 13. Stock. Da, ja, das sah relativ easy aus. Die Wahrscheinlichkeit, den aber zu besiegen, lag bei 0,20% oder so, richtig wenig. Wir mussten dreimal mit Max-Spanne mussten wir critten, ja, und das haben wir geschafft und sie durfte halt auch kein einziges Mal, ja, critten, sonst wäre ich halt direkt down gewesen, so, ne. 300 Millionen Erfahrung bekommen und der schwierigste Gegner war jetzt hier der Moto mit dem Knüppel. Bei den Gegner waren wir ja zuletzt im Stream gewesen und den haben wir nicht mehr down bekommen, ne? Der sah aber ganz gut aus, gibt uns ja auch 300 Mille an Erfahrung und deswegen habe ich den auch mal direkt hier ein paar Mal getried, so, ne? Und muss sagen, ja, so teuer war der jetzt gar nicht, ich glaube 100 Tries oder so vielleicht. Und dann haben wir ihn hier down gehabt, den Gegner. Das lief relativ gut. Dadurch, dass wir ja auch unsere Begleiter ordentlich geupgradet haben, haben die auch ein bisschen Schaden rausgehauen hier. Ne, Kunigunde, ja, gut. Also im Prinzip das meiste habe ich noch gemacht hier so. Ne? Das meiste muss man selbst machen, ne? Aber wir sind ja auch ein bisschen besser als unsere Begleiter aufgestellt momentan, ne? Und ja, ich habe so viele Level schon gemacht mit diesem neuen Equipment, dass es gefühlt jetzt schon wieder outdated ist quasi. Ne? Wir haben ja mit Stufe 300, was waren das, 34 haben wir angefangen. Ne? Jetzt sind wir auf 347. Theoretisch könnte ich jetzt nochmal direkt in den Legendary Dungeon mich nochmal komplett neu equippen. Zur Frage, ob sich das lohnt, so viel Geld auszugeben. Nein, natürlich nicht. Muss natürlich jeder selbst wissen, ob er daran Spaß hat oder nicht. Das Equipment ist jetzt schon wieder outdated quasi. Ne? Ich könnte jetzt wieder in den Legendary Dungeon reingehen und würde deutlich besseres Equipment finden. Ja, ich glaube, das haben auch einige gemacht hier auf dem Server. Ich glaube, die haben sich hier teilweise zweimal equipped durch den Legendary Dungeon hier. Und ja, das sei denen auch gegönnt. Ne? Ich meine, mit den Edelsteinen hier teilweise drin, da kann man schon, ja, denke ich mal, ordentlich was mit anfangen. Wenn man dann noch ein Legi-Equipment hat, dann, ja, fallen ja auch die Dungeons logischerweise auch ein bisschen besser, ne? Und demzufolge kann man dann sich auch nochmal neu ausrüsten innerhalb von 10 Tagen, ne? Auf diesem Level, das ist gar kein Problem. Ja, gut, wir kriegen relativ viele schwarze Edelsteine jetzt in letzter Zeit, aber die sind natürlich jetzt hier B-Ware, nachdem die legendären Steine draußen sind, ne? Hier, ich habe schon angefangen teilweise meine Kunigunde hier zu equippen. Die hat schon besseren Edelstein als ich hier. Ne, 614, mein bester ist hier 612, aber das kommt auch durch die stetig wachsende Ritterhalle zustande, dass wir jetzt immer bessere Steine bekommen. Ne? Und ja, ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal wieder darauf konzentrieren, ein paar Gebäude hochzuziehen, hier in der Schatzkammer oder hier in der Festung, vielleicht die Schatzkammer-Akademie, weiß ich noch nicht genau, vielleicht ziehe ich auch direkt die Festung auf Stufe 16 für bessere Ritterhalle und so weiter und so fort. Aber erstmal auch hier in der Unterwelt, dass wir hier Herz und dann den Gladi gleich hochkriegen, dann haben wir den bald auch schon gemaxt.
Ne? Und dann kommen wir auch dementsprechend in den Pets hier nachher auch ein bisschen weiter. Im Prinzip warten wir eigentlich nur noch darauf, dass wir hier Kürlich zum Epic-Event freigeschaltet bekommen, damit wir hier die letzten beiden noch besiegen können. Ansonsten bin ich pet-technisch schon soweit eigentlich durch. Stimmt, wir haben ja hier auch noch das Pet-Event ist ja hier jetzt auch noch gerade aktiv zu der Zeit, wo ich das Video aufnehme. Ne? Und ja, da fehlen uns noch die letzten Gegner. So, ja, wie gesagt, für mich macht es nicht viel Sinn, großartig in den Dungeons weiterzugehen. Wir können mal überall 1, 2 Tries rein versuchen, aber ja, hier brauchen wir gar nicht versuchen, der ist überhaupt nicht machbar. So prozentual gesehen stehen die Chancen relativ niedrig, aber ihr habt gesehen, Shakes and Fidget ist halt einfach ein Game, was komplett random ist, ne? Das heißt, es kann zu jeder Zeit immer mal irgendwo ein Gegner fallen und ja, das ist nun mal das Spiel ebenso, ne? Und umso mehr Pilze man reinsteckt, umso höher ist halt eben die Wahrscheinlichkeit, ne? Lucius, da habe ich auch schon ein paar Tries gehabt, ja, der war auch schon teilweise wirklich fast down gewesen. Der dauert auch nicht mehr so lange, ne? Aber die Chancen stehen jetzt nicht so gut, dass wir den besiegen. Ist halt ein Magier auch, ne? So, Loki brauchen wir nicht versuchen, der geht gar nicht, ja. Da brauchen wir nicht weiter reintryen. Alex brauchen wir auch nicht weiter versuchen, der ist auch erstmal überhaupt nicht machbar, ne? Der Gegner davor, das war ja ein Magier gewesen, der war noch in Ordnung, aber hier, der funktioniert erstmal nicht. Welche noch funktionieren könnte, wäre hier die Brienne. Da waren Tries dabei gewesen, die haben wir auch schon fast gedownt auf jeden Fall, da hat es auch nicht mehr so viel gefehlt und ja, aber wie gesagt, ab der Stufe lohnt es sich für mich jetzt erstmal weiter nicht hier großartig hier Pilze zu investieren in die Dungeons, ne? Das Einzige, wo man hier noch versuchen könnte, wäre der Wirbelwind, weil man halt da wirklich sehr weit kommen könnte, nachdem man diese starke Bremse eigentlich die stärkste Bremse im ganzen Wirbelwind eigentlich so ja, besiegen kann. Ne? Pimp, der P-Tür hier, sieht auch teilweise gut aus, habe ich jetzt noch gar nicht weiter getried hier großartig, den Gegner, ist aber auch ein Int-Gegner. Ne? Das könnte auch ein bisschen haarig werden. Ja. Wie gesagt, wo es sich am meisten lohnen würde, wäre hier der Wirbelwind. Ja. Aber der Graughoul, der ist halt einfach noch zu mächtig. Würde der liegen, keine Ahnung, da wären bestimmt noch mal 100 Etagen drin oder so, weil die Gegner danach, die sind dann wieder übelst einfach, aber der ist hier einfach, weiß ich nicht, da muss man erstmal über den Berg kommen. Ansonsten sieht das hier relativ schlecht aus momentan gerade, ne? Ja, gut, das lassen wir. Da ist nicht weiter irgendwie Land in Sicht. So, ja, gucken wir mal. Ich habe hier noch ein paar Epics auf jeden Fall. Die werde ich mir schön aufbewahren, damit wir hier ja auch jeden Tag ein bisschen was ins Klo schmeißen können. Ne? Die Klo-Aura habe ich auch ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Die habe ich mal einen Tag vergessen, glaube ich, oder 2 oder 3. Ne? Das kann mal vorkommen auf jeden Fall. Sollte aber nicht vorkommen. Ne? Ist ja auch ein wichtiges Element auf jeden Fall in dem Spiel. Und ja, ja. Ritterhallen, Ehrenhallen technisch sind wir auch wieder ein bisschen abgesackt hier. Auf 67 sind wir jetzt. Ist natürlich, die Leute equippen sich auch immer weiter. Ich habe aber heute auch noch nicht meine Alu gezockt. Ne, da könnte ich heute noch ein bisschen höher kommen auf jeden Fall. Ne. Aber die Leute auf dem Server schlafen nicht. Ne. So ist das nun mal. Und ja, trotzdem halten wir uns aber einigermaßen solide in den Top 5. Ne. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Dafür, dass wir halt eine Gilde sind, die ja nicht oben mitspielen wollen, so großartig, oder wir wollen schon oben mit dabei sein, aber wir wollen auf jeden Fall präsent sein, so, ne? Aber wir haben uns jetzt nicht zum Ziel gesetzt, hier irgendwie Platz 1 oder Platz 2 oder Platz 3 zu werden oder so. Einfach nur eine ja, Community-Gilde, die ihren Spaß am Spiel hat, die sich ja, hier gechillt auf W50 breit macht und auf Langzeit mal sehen, was denn auf jeden Fall so passiert, ne? Ansonsten auch noch relativ interessant, ich muss mal gucken, wo sie hier sind. Die Störe, ja, die Störartigen hier, die haben jetzt auch hier schon die 50 Raids, sind jetzt schon mal 51 Raids hier schon bezwungen, ja, also die haben hier auch maximale Boni jetzt am Start hier. Das ist auch sehr, sehr cool, hier ist auch noch alles soweit aktiv. Das freut mich auch sehr persönlich, muss ich sagen, dass man hier auch ja, Erfolge sieht auf jeden Fall in der Gilde, ist sehr, sehr cool. Grüße gehen raus an die gesamten Störartigen hier, an die gesamte Community-Gilde. Ne? Aber auch bei uns in der Gilde natürlich nach wie vor jeder Einzelne hier aktiv am Start
und macht auf jeden Fall nach wie vor immer noch sehr viel Spaß, auch wenn es jetzt hier nach diesem Push erstmal wieder ein bisschen langsamer vorangeht, ne? Ist ja klar, nachdem man so viel jetzt geschafft hat, kommt erstmal nicht so viel, aber mal schauen, wie es hier weitergeht, ne? Und ja, das war es erstmal soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.